Du lernst Deutsch, verstehst Bücher, Texte und Podcasts ganz gut und im Deutschkurs läuft auch alles super. Aber wenn Muttersprachler ganz normal sprechen, verstehst du plötzlich nur Bahnhof? Kommt dir das bekannt vor? Dann bist du heute hier genau richtig. Hallo Leute, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Natalia, ich bin eure Deutschlehrerin. In diesem Video zeige ich euch, wie gesprochenes Deutsch wirklich funktioniert und warum es manchmal so schwer zu verstehen ist. Und natürlich, was ihr tun könnt, um gesprochenes Deutsch noch besser zu verstehen und auch so sprechen zu können, um natürlich und authentisch auf Deutsch zu klingen. Wie immer habe ich alle Informationen aus diesem Video für dich in einer großen PDF-Datei zusammengefasst. In dieser Datei findest du alle Redemittel, eine Übung dazu und den Lösungsschlüssel. Die Datei habe ich für dich in der Infobox und in dem angepinnten Kommentar verlinkt. Also klicke auf jeden Fall auf den Link, lade dir die Datei herunter und lerne parallel mit der Datei und diesem Video. So bleiben die neuen Informationen länger im Kopf. Vertrau mir. Außerdem habe ich schon wieder gesehen, dass über 60% von euch meine Videos ohne Abonnement sehen. Bitte klicke jetzt auf Abonnieren, like dieses Video und schreibe einen langen Kommentar. Je länger, desto besser. Der Algorithmus mag es, wenn meine Zuschauer aktiv sind, während sie das Video sehen. Also bitte schreibe unbedingt einen Kommentar. Das geht schnell für dich, ist aber eine große Freude für mich. Okay, bist du bereit? Es geht jetzt los. Wir fangen mit Abkürzungen im gesprochenen Deutsch an. Wenn Deutsche sprechen, sprechen sie oft schnell. Und damit das noch schneller geht, werden viele Vokabeln einfach abgekürzt oder mehrere Wörter zusammengefasst. Das ist dir bestimmt schon aufgefallen. Ein sehr bekanntes Beispiel, das du garantiert auch selbst benutzt, ist "Wie geht's?" Das ist die Abkürzung von "Wie geht's dir?" Ganz einfach. Was ist hier passiert? Die Wörter geht und es wurden gekürzt und zusammengefasst. Geht plus es. Geht's. So geht's viel schneller. Siehst du? Geht's. So geht's viel schneller. So geht's viel schneller. Schau doch auch mal in meinem Video zu den unterschiedlichen Alternativen für "Wie geht's" vorbei. Ich verlinke es dir hier und in der Beschreibung. In diesem Video lernst du noch viele Synonyme und andere Optionen, wie du diese Frage stellen kannst. Die Abkürzung geht's benutzen wir auch in anderen Kontexten. Ich habe sie in diesem Video auch schon ein paar Mal verwendet. Ist es dir aufgefallen? Geht's. Du siehst, du kannst also im gesprochenen Deutsch die Wörter geht und es eigentlich in jedem Kontext zusammenfassen. Das klingt viel natürlicher und zeigt, dass du ein echter Deutschprofi bist. Ähnlich ist es auch mit den Wörtern haben und es. Auch diese kannst du zusammenfassen. Das hast du bestimmt auch schon mal gehört. So wie hier. Ich hab's dir gesagt. Ich hab's dir gesagt. Im geschriebenen Deutsch würde es eigentlich heißen, ich habe es dir gesagt. Aber im Alltag wird daraus habe plus es, hab's. Ich hab's dir gesagt. Hast du eine Idee, wie die Abkürzung von du hast es gewusst aussehen könnte? Du überlegst, ich trinke kurz ein Wasser. Also, im gesprochenen Deutsch heißt es, du hast gewusst. Du hast gewusst. Alles zusammen. Du hast gewusst. Und so kannst du es auch mit den anderen Personalformen machen. Ich habe es gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab's gesagt. Du hast es gesagt. Du hast gesagt. Du hast gesagt. Wir haben hier doppelt es, ts. Du hast gesagt. Sie hat es gesagt. Sie hat's gesagt. Sie hat's gesagt. Wir haben es gesagt. Wir haben's gesagt. Wir haben's gesagt. Oder ihr habt es gesagt. Ihr habt's gesagt. Ihr habt's gesagt.
Und das letzte Beispiel, Sie haben es gesagt, Sie haben es gesagt. Sie haben es gesagt. Eine sehr häufige Form. Und wenn du gesprochenes Deutsch auch jede Woche regelmäßig üben möchtest, dann kannst du dir jetzt einen Privatlehrer bei Preply finden. Preply sind meine langjährigen Partner. Das ist eine Plattform, auf der du tausende qualifizierte LehrerInnen für jede mögliche Sprache finden kannst. Aber wir suchen natürlich Lehrer für Deutsch. Es gibt tausende qualifizierte DeutschlehrerInnen, die dich beim Deutschlernen unterstützen können. Mit einem Privatlehrer kannst du dir in deiner ersten Stunde direkt einen Lernplan erstellen, ganz genau sagen, wie oft du lernen möchtest, wie viel Zeit pro Woche du hast und dann Schritt für Schritt mit der Unterstützung eines Lehrers zu deinem Ziel kommen. Falls du unbedingt mit einem Privatlehrer lernen möchtest, dann klicke auf den Link unter diesem Video und buche dir heute direkt die erste Stunde bei Preply. Mit meinem Code Natalia50 bekommst du sogar 50% Rabatt auf deinen ersten Unterricht. Warte nicht zu lange, fange heute direkt an. Je schneller du anfängst, desto schneller siehst du Fortschritte. Und es geht jetzt weiter mit unserem Thema gesprochenes Deutsch. Und auch die nächste Abkürzung hast du schon oft gehört. Schau dir das Beispiel an. Hast du eine Idee, wie wir zum Bahnhof kommen? Was fällt dir hier auf? In diesem Beispiel haben wir den Artikel eine abgekürzt. Hast du eine Idee, wie wir zum Bahnhof kommen? Korrekt würde der Satz lauten: Hast du eine Idee, wie wir zum Bahnhof kommen? Aber aus dem Artikel eine haben wir ne gemacht. Eine, ne. Kommt dir das bekannt vor? Hast du das schon mal gesehen? Das Schöne ist, du kannst das mit allen unbestimmten Artikeln machen. Du entfernst dafür einfach nur das Ei am Anfang. Der Rest bleibt stehen. Schau hier. Eine, ne. Hast du eine Idee? Wir haben ein neues Auto. Wir haben ein neues Auto. Ich habe das fast gar nicht auch ausgesprochen. Wir haben ein neues Auto. Einen. Du kaufst einen Mantel. Du kaufst einen Mantel. Du kaufst einen Mantel oder du kaufst einen Mantel. Einem. Ich helfe einem kleinen Kind. Ich helfe einem kleinen Kind. Nimm. Siehst du? Also es ist kurz. Einer. Das Kleid gehört einer Freundin. Das Kleid gehört einer Freundin. Das Kleid gehört einer Freundin. Eines. Das ist die Frau eines Kollegen. Das ist die Frau eines Kollegen. Ist dir etwas aufgefallen? Die letzte Zeile habe ich dir markiert. Den Artikel eines nutzen wir im Genitiv. Und wie du bestimmt weißt, nutzen wir den Genitiv gar nicht mehr so häufig im gesprochenen Deutsch. Die Leute, die sich die Mühe machen, den Genitiv zu nutzen, sprechen dann meistens auch den Artikel komplett aus. Im gesprochenen Deutsch ersetzen wir den Genitiv häufig mit dem Dativ. Du würdest also wahrscheinlich eher hören, das ist die Frau von dem Kollegen. Das ist die Frau von dem Kollegen. Oder das ist die Frau von einem Kollegen. Eine weitere praktische Abkürzung, die du kennen und verstehen solltest, habe ich noch für dich. Hier ist ein Beispiel. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Was fällt dir in dieser Frage auf? Richtig. Bei dieser Ja-Nein-Frage habe ich das Verb und das Subjekt zusammengefasst. Aus kannst du dir vorstellen, welche ich meine, wurde kannst du dir vorstellen. Kannst du dir vorstellen, welche ich meine? Kannst plus du ist kannste. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es ist sehr praktisch und jetzt, wo du es kennst, wird es dir bestimmt häufig im Alltag begegnen. Also achte in deinem Alltag mehr darauf, wie viele Abkürzungen die Muttersprachler benutzen. Du kannst alle möglichen Verben mit dem Subjekt du verbinden. Schau mal hier. Weißt du Bescheid? Weißt du Bescheid? Machst du Sport? Fährst du nach Hause? Hast du Zeit? Je nach Region hörst du diese Formen unterschiedlich häufig, aber verstehen solltest du sie auf jeden Fall, denn sie werden dir bestimmt bald begegnen.
Achte beim Hören nicht auf jedes einzelne Wort, sondern versuche, den Sinn aus dem Zusammenhang zu verstehen. Dein Gehirn lernt mit der Zeit, diese Formen zu erkennen. Okay, wir kommen zum zweiten Teil, Auslassungen. Im gesprochenen Deutsch werden Wörter nicht nur abgekürzt und zusammengefügt, oft werden Wörter einfach weggelassen. Besonders Verben wie sein oder haben oder sogar das Subjekt. Keine Sorge, ich zeige dir ein paar Beispiele. Ich bin müde oder bin müde. Das Ich fehlt. Hier wurde also das Subjekt weggelassen. Warum? Weil ja jeder weiß, wer spricht. Aus dem Kontext ist klar verständlich, wer müde ist. Im Spanischen oder im Italienischen ist das ganz normal. Im Deutschen dürfen wir das nur im gesprochenen Deutsch so sagen. Hier noch ein Beispiel. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Hab keine Lust. Hab keine Lust. Auch hier wurde wieder das Subjekt Ich weggelassen. Fällt dir noch was auf? Wir haben bei habe die Endung E weggelassen. Das ist auch sehr häufig im gesprochenen Deutsch. Es wird übrigens meist nur das Subjekt Ich weggelassen, denn hier ist immer ganz klar, wer gemeint ist. Also das Subjekt meistens bei Ich, nicht so häufig bei anderen Formen. Das kennst du, wie gesagt, schon von anderen Sprachen, aber im Deutschen ist das erstmal ungewohnt. Und man darf das wirklich nur im gesprochenen Deutsch so benutzen. Wir kommen zum Teil 3. Umgangssprachliche Begriffe. Im dritten Teil dieses Videos möchte ich mit dir über Wörter sprechen, die wir meist nur im gesprochenen Deutsch hören. Sie sind umgangssprachlich. Viele Wörter, die du im Deutschkurs lernst oder in Büchern liest, werden im Alltag kaum benutzt. Muttersprachler verwenden stattdessen Slang, Redewendungen und Umgangssprache. Ich habe hier ein paar Beispiele für dich gesammelt. Die sind super. Also, Hochdeutsch, sehr müde. Umgangssprachlich, total platt. Fix und fertig. Zum Beispiel, nach dem Umzug war ich total platt. Ich bin fix und fertig. Der Arbeitstag war echt anstrengend. Nächstes Beispiel, keine Lust haben. Umgangssprachlich, keinen Bock haben. Ich habe keinen Bock, heute noch rauszugehen. Keine Lust oder keinen Bock. Essen. Umgangssprachlich, reinhauen. Er hat beim Buffet richtig reingehauen. Das ist aber wirklich sehr umgangssprachlich, also pass auf, wenn du das benutzt. Viel reden. Labern. Meistens sehr negativ. Labern ist sehr negativ. Quatschen ist positiv. Du quatschst gerne mit deinen Freundinnen. Quatschen. Zum Beispiel, sie labern seit einer Stunde über das Wetter. Also, es klingt schon ziemlich negativ. Oder wir haben bis 2 Uhr nachts gequatscht. Richtig schön. Schnell. Schnell, umgangssprachlich, flott. Flott. Oder fix. Ich gehe mal flott einkaufen, bin gleich wieder da. Also flott, schnell. Oder könntest du das fix für mich erledigen? Könntest du das fix für mich erledigen? Also schnell. Sehr gut, mega oder voll gut. Der Film war mega. Ich will den nochmal sehen. Der Film war mega, also richtig gut. Oder das Konzert war voll gut. Richtig gut. Nichts, nix. Ich habe heute nichts vor. Endlich mein freier Tag. Nichts, nix. Viele dieser Wörter findest du nicht in normalen Lehrbüchern, aber sie gehören zum Alltag dazu. In Gesprächen, Serien, Social Media wirst du sie sehr häufig hören und lesen. Mach dir eine Liste mit neuen Ausdrücken, die du hörst. Du kannst es auch ganz einfach in dein Handy eintragen, aber so lernst du immer wieder was dazu. Und denk daran, dir die PDF-Datei herunterzuladen. In der Datei findest du alle diese Ausdrücke nochmal zusammengefasst mit einer Übung. Versuch nicht alles sofort zu verstehen, sondern schreib auf, was du wiedererkennst und suche später nach der Bedeutung.
Gesprochenes Deutsch klingt oft sehr anders als Schuldeutsch und es kann sehr einschüchternd sein, wenn du in Deutschland ankommst und alle ganz anders sprechen, als du es gelernt hast. Deshalb habe ich zum Schluss noch ein paar Tipps für dich, wie du dein Verständnis vom Alltagsdeutsch verbessern kannst. Höre viel authentisches Deutsch. Zum Beispiel meinen Podcast mit meinem Mann. Wir sprechen sehr authentisch. Serien, YouTube-Videos, Interview helfen dir auch dabei. Nimm am Anfang Untertitel dazu, auf Deutsch natürlich. So lernst du gleichzeitig neue Wörter. Höre die Texte mehrmals. Du musst nicht alles beim ersten Mal verstehen. Oft hilft es, wenn du einen Satz mehrmals hörst. Schau dir Transkriptionen an. Es gibt viele Webseiten und YouTube-Kanäle, wo du die gesprochenen Sätze mitlesen kannst. Zum Beispiel bei uns. Lerne die wichtigsten umgangssprachlichen Ausdrücke. Je mehr du davon kennst, desto einfacher wird es für dich, Gespräche zu verstehen. Und sprich selbst. Auf diesem Kanal findest du ganz viele Videos, in denen du dein Sprechen üben kannst. Sprich mit mir zusammen 10 Minuten zu vielen unterschiedlichen Themen. Die Playlist mit allen Sprechvideos verlinke ich für dich auch. Je mehr du sprichst, desto besser wirst du auch im Zuhören. Du lernst so, wie Sprache im echten Leben funktioniert. Gesprochenes Deutsch ist manchmal schnell, chaotisch und voller Überraschungen. Aber es ist auch lebendig, kreativ und macht Spaß. Wenn du dran bleibst und regelmäßig hörst und dir Zeit gibst, wirst du immer mehr verstehen. Versprochen. Schreib uns unbedingt in die Kommentare, welche Tipps in diesem Video für dich neu waren, was du vielleicht selber schon benutzt. Ich bin sehr gespannt. Lass es mich unbedingt wissen. Wenn du noch mehr Deutsch lernen möchtest, dann abonniere unbedingt meinen Kanal und gib mir einen Daumen nach oben. Ich freue mich immer über eure Unterstützung. Das war's von mir für heute. Bleib dran und bleib fleißig. Ciao!